Hey allerseits und herzlich willkommen zum Versuch eines Berichtes aus Ägypten, wie ja auch bereits angekündigt. Und ja, für alle die letzten Videos verfolgt haben, die selbst online dabei gewesen sind und ja, einfach auch als Auftrag, denn so empfinde ich es und so wird es auch gesagt. Wir haben den Auftrag, die Informationen und Daten sozusagen und das Bewusstsein, das wir dort empfangen haben, zu teilen, damit es eben im ganzen Netzwerk sich verteilt. Und dieser Aufgabe möchte ich sehr gerne nachkommen. Und bitte beachtet bei all dem, was ich erzähle, wenn dir irgendetwas nicht stimmig erscheint, ist es einfach meine persönliche Erfahrung, jetzt gerade in diesem Moment so ausgedrückt, wie ich dazu gerade in der Lage bin. Schmeiß alles weg, was für dich sich nicht stimmig anhört, und nimm gerne alles auf, was mit dir in Resonanz geht, und trage es weiter und mach deinen Ausdruck daraus. Darum geht es. Und für alle, die jetzt vielleicht erst zuschalten oder sich die ganze Zeit gefragt haben, was ich da eigentlich teile, noch einmal ganz kurze Zusammenfassung. Matthias De Stefano, der Initiator des Events, das um den 22.02.2022 herum in Ägypten stattgefunden hat, hat als Kind die Botschaft bekommen, dass er jetzt bald, ich glaube mit 7 schon, sich erinnern wird, immer mehr, Stück für Stück. Und so war es auch. Er hat Erinnerungen bekommen von geistigen Führern sozusagen, dass er damals in Ägypten, das von den damaligen Atlantern, die von den Inseln, als sie untergegangen waren, nach Ägypten gegangen sind, bewohnt wurde, dass er dort eben eine Hohepriesterin war vor 12.000 Jahren und dort unter anderem eben auch den Auftrag bekommen hat, in 12.000 Jahren wieder hier zu erscheinen und mit all den anderen, die zu dieser Zeit ebenfalls dort waren, das planetare Bewusstseinsnetzwerk, das die Atlanter dort mit ihrem sehr, sehr hohen spirituellen Wissen errichtet hatten, um den ganzen Erdglobus drumherum, und das damals zerfiel, auch aufgrund von der Tatsache, dass eben dieses Wissen auch angefangen wurde zu missbrauchen für eigene und elitäre Zwecke. Dass dieses zerfallende Netzwerk, das konnte man in dem Zeitalter einfach dann nicht mehr reparieren sozusagen, weil der Zyklus einfach vorbei war. Und dass er eben den Auftrag erhalten und auch das Versprechen gegeben hat, dieses Netzwerk zusammen mit anderen wieder zu reaktivieren, und zwar im Spiegelzeitalter des damaligen Zeitalters, das damals begonnen hat. Das war das Löwezeitalter, und das Spiegelzeitalter davon ist das Wassermannzeitalter, in das wir gerade eingetreten sind. Und ja, so hat sich sein Pfad immer mehr mit dem Pfad derjenigen verquickt, die auf das hin, was er dann anfing in den Medien zu teilen, bereits als Jugendlicher zu erzählen hatte, und viele Leute einfach sich selbst auch wiedererkannt haben darin. Und ja, diesen Ruf habe ich dann erst im Oktober letzten Jahres 2021 gehört und mich so nach einiger Zeit, die ich brauchte, um das zu verdauen,
ja, tief angesprochen gefühlt habe. Und vor allem auch von dem Bericht von Matthias, dass sich einfach 3 Gelehrtengruppen dort zusammengefunden haben an der Sphinx oder beziehungsweise auch einfach sich versprochen haben, dort wiederzukommen. Und eine dieser Gelehrtengruppen hießen die Arsayans, und das heißt auf Deutsch so viel wie die zur Welt sprechen. Und genau diese Gelehrtengruppe hat sich selbst versprochen, in die Welt hinauszugehen, weiterhin die Informationen zu teilen und zur Welt zu sprechen und dann in 12.000 Jahren sich wieder hier an der Sphinx zu treffen. Und ich bin bei der Erzählung von Matthias also unvermittelt in Tränen ausgebrochen. Es hat mich ganz tief getroffen, regelrecht. Es ist wirklich wie eine Erinnerung. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass ich nicht einfach so, ich sage jetzt mal, privat nach Ägypten reisen kann, um diesem Ruf zu folgen, den ich selbst immer noch nicht ganz verstand, sondern dass ich vorher meinen Auftrag zu erfüllen habe, genau von diesem Ereignis zur Welt zu sprechen. Und ich kann euch sagen, Leute, es war eines der schwierigsten Dinge für mich in den letzten Jahren, weil ich auch während ich davon berichtet habe, eigentlich gar nicht wusste, wovon ich da berichte. Ich wusste nicht wirklich, warum ich da hinfahre und wie ich das alles erklären sollte. Und es hatte fast den Anschein, dass es einfach mit einem Bild, das ich mir von mir selbst gemacht hatte, zu kollidieren schien, was ich da tat oder was ich da glaubte tun zu müssen. Und es war wirklich es war ein sehr intensiver Prozess für mich, etwas zu teilen, das ich selbst nicht ganz verstand. Und ich hatte auch wirklich mit allem gerechnet, mit allen Konsequenzen gerechnet, die das vielleicht haben mochte. Und was wirklich passierte, war, dass Menschen auf mich zukamen und entweder sagten, oh mein Gott, Anja, danke, ich bin dabei. Und zwar physisch und sich angemeldet haben und bei dem Event dabei waren. Oder online und es wirklich ernst genommen haben und es hingebungsvoll ihren Auftrag ausgeführt haben. Einfach dadurch, dass ich meiner inneren Stimme nachgekommen bin, es mit der Welt zu teilen. Und das hatte einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss nochmal auf mich und auch ja als Bestätigung dessen, dass auch wenn wir weit davon entfernt sind, etwas irgendwie intellektuell zu verstehen, dass es einfach immer perfekt ist, selbst wenn wir uns komplett unperfekt in dem fühlen, was wir da vielleicht tun und vollbringen, aber dass wir wirklich, dass es wirklich nur darum geht, in dem Moment authentisch zu teilen, was sich uns selbst mitgeteilt hat. Und ja, allein für diese Erkenntnis bin ich schon dankbar. Und ja, es setzte sich fort. Wir traten die Reise nicht unvorbereitet an, sondern wir hatten vor der Reise eine 40-tägige Quarantäne zu durchlaufen. Und das ist ganz interessant, ne? Ja, auch Jesus hatte 40 Tage Quarantäne in der Wüste und genau das war es, was wir taten, uns vorzubereiten. Und zwar hat jeder von uns einen der 32 Knotenpunkte der Erde zugeteilt bekommen.
Und zwar einen ganz bestimmten Aspekt davon, nämlich entweder den physischen Aspekt dieses Knotenpunktes, den seelischen Aspekt dieses Knotenpunktes oder den spirituellen Aspekt dieses Knotenpunktes. Und es war natürlich kein Zufall, dass ich ausgerechnet den physischen Aspekt eines bestimmten Knotenpunktes erwischte. Und es war mir völlig klar, warum das der physische sein musste, weil ich mich genau mit dem physischen Aspekt von allem bisher, ehrlich gesagt, am wenigsten beschäftigt hatte. Und ich wusste sofort, als klar war, dass ich in der Gruppe der physischen Aspekte der planetaren Knotenpunkte gelandet war, dass das der Wink meines höheren Selbst war, mich mit allen Glaubenssätzen und Konzepten zu beschäftigen, die ich vielleicht noch über das Physische, über das Materielle hatte. Und das anhand meines Knotenpunktes zu tun, der ganz unten in der Antarktis sich befand, nämlich das Rossmeer. Dazu sage ich später noch ein ganz klein bisschen mehr. Obwohl, eigentlich sage ich jetzt gleich was dazu. Das passt gerade gut. Es ist wirklich ein sehr interessanter Knotenpunkt, weil dieser Knotenpunkt hatte die Eigenschaft, dass nicht wie alle anderen Knotenpunkte irgendwo noch Land in Sicht war, mit dem man das verknüpfen konnte, diesen Knotenpunkt. Dieser Knotenpunkt hatte wirklich innerhalb eines Umkreises von 2000 Quadratkilometern nicht ein einziges Stück Land. Es ist also komplettes Wasser. Und das heißt, das war nochmal ganz speziell, weil wir uns innerhalb dieser 40 Tage, es war immer aufgeteilt in 10, also in 4x10 Tage, an denen wir uns mit unterschiedlichen Dingen unseres Knotenpunktes beschäftigen mussten, also beispielsweise Relief, Geografie oder Geschichte oder Flora und Fauna. Und das war ganz interessant, weil bei mir, ich musste dann ganz tief nach unten, um irgendwie Erde mich mit der Erde zu verbinden. Und was ich aber da entdeckte an diesem Rossmeer, war wirklich spannend und das möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich selbst davon nie irgendwas gewusst habe und auch nichts gelesen hatte und so geht es sicherlich vielen von euch. Ich habe nämlich entdeckt, dass in der Antarktis, also da auch im Bereich des Rossmeers, wo wirklich eine 30 Meter hohe Eisschicht zum Teil das Meer bedeckt, unter dieser Eisschicht sich bisher gefunden 138 potenziell aktive Vulkane befinden, die nur deswegen nicht bisher ausgebrochen sind, weil der Druck, dieser immense Druck, dieser Wahnsinns-Eisschicht das verhindert. Ja, und wenn jetzt so langsam die Eisschicht schmilzt und der Druck nachlässt, dann müssen wir uns vielleicht bald über Klimawandel keine Gedanken mehr machen. Und das fand ich mal eine Information, die hat mich regelrecht, also die hat mir einen Schock versetzt. So viel zu dem physischen Aspekt hier. Und das sind nur, also die Wissenschaftler waren überrascht, weil erst in den letzten 2 Jahren hat man allein 91 Vulkane noch entdeckt. Und sagt auch selbst, also das ist sicherlich noch nicht das Ende. Also das ist das, was wir bisher entdeckt haben. Da gibt es mit ziemlicher Sicherheit noch ein paar mehr Vulkane, die da versteckt sind. Und das andere ist, dass Methangas dort austritt, was um ein Vielfaches, ich sage jetzt mal, intensiver ist, um mal ein neutrales Wort zu gebrauchen, als Kohlendioxid.
beispielsweise. Und dass die Wissenschaftler sich auch noch nicht so ganz klar sind, ob das wirklich von den Vulkanen herkommt oder ob es noch von woanders herkommt. Aber ja, das ist mal so ein Aspekt der Recherche, die ich betrieben hatte. Und das sind alles offene, mehr oder weniger offene Dokumente im Internet zu finden. Was allein, ja, was da so zutage kam über das Rossmeer und über die Antarktis. Ja, das war auch für mich erstmal zu verdauen und das waren alles die Informationen und viele mehr, die wir wirklich ja, dort quasi vom Unterbewussten und vom Unbewussten ins Bewusstsein treten lassen sollten. Also darum ging es tatsächlich. Natürlich zusammen mit den eigenen, unter unserem eigenen Eis schlummernden Glaubenssätzen, Konzepten und Erfahrungen, die durch diesen Prozess der 40-tägigen Quarantäne eben ans Licht des Bewusstseins gefördert werden sollten. Und das taten wir innerhalb der Gruppen, in die wir eingeteilt waren und haben Zoom-Treffen gehabt, alle 10 Tage. Und auch innerhalb dieser Zoom-Treffen war es sehr schnell klar, wie unbegreiflich verbunden wir uns miteinander fühlten, obwohl wir wirklich, also wir waren von überall in der Welt. Und dass es sich tatsächlich wie Familie angefühlt hat. Und das fanden wir alle sehr, sehr speziell irgendwie. Und ja, wir haben es auch echt genossen. Und diese Verbundenheit, die konnten wir dann auch, als es endlich losging und wir uns auf den Weg machten, ins Flugzeug setzten, auch wirklich auf den Flughäfen erleben, wo wir uns tatsächlich nur durch Augenkontakt gefunden haben. Und das Schöne war auch, dass wir starteten vom Flughafen Zürich, dass wir erleben durften, dass, also einen Tag vorher waren die Richtlinien, die Regelungen zur Corona-Grippe fallen gelassen wurden und wir waren auf diesem Flughafen und keiner hatte mehr eine Maske an. Und es war unglaublich, auch der Mensch am Schalter sagte dann einfach, als ich ihn darauf ansprach, wow, das muss das für Sie für ein Gefühl sein, plötzlich alle ohne Masken. Und er guckte mich an und sagte, ja, ich war ganz geschockt, all diese Nasen. Ja, und genau in diesem Spirit war es wirklich, man konnte das fühlen, die Menschen lächelten, also grundlos, ja, sie lächelten einfach auf diesem Flughafen, weil es einfach so unfassbar schön war, ja, wieder maskenfrei zu sein und wirklich das zu genießen. Und wir hatten auch echt das Kontrastprogramm, weil wir in Wien zwischenlandeten, wo alles noch irgendwie komplett strikt war und es hat sich vollkommen unwirklich angefühlt, plötzlich wieder eine Maske aussetzen zu müssen. Es war komplett das Kontrastprogramm und trotzdem durch die Maske hindurch haben sich also ganz schnell, während wir da Aufenthalt hatten, mindestens 15 Leute gefunden, nur durch Augenkontakt, wo wir wussten, yo soy, und sie so, ja, yo soy. Also yo soy heißt ja auf Spanisch ich bin und so hieß der Pfad oder das Event und es waren ganz, ganz bewegende Augenblicke, einfach sich so zu finden. Und auch als wir ins Flugzeug dann in Wien stiegen, stellten wir fest, dass vor uns auf den Sitzen auch wieder 3 Yosoi-Leute saßen. Es war krass, wir hatten echt das Gefühl, wow, von überall in der Welt strömen gerade die Asayans und wie sie alle hießen von damals wieder zurück an den Ausgangspunkt ihres Versprechens. Es war also wirklich ganz bewegend. Und ja, wir landeten in Kairo und
wurden gleich begrüßt und in die Busse gebracht und es war alles so, es war alles einfach, ja, hat sich einfach alles irgendwie spektakulär angefühlt für alle und wir wurden in die Hotels gebracht und ja, am nächsten Morgen trafen wir uns nach dem Frühstück auf dem Platz im Hotel und das war auch, also beziehungsweise da war so ein Hotel, so eine offene Hotelhalle und viele hundert Leute versammelten sich da und fanden sich zu ihren Gruppen zusammen und das war wieder interessant, weil unsere Koordinatorin noch nicht mit dem Schild angekommen war, mit unserem Gruppenschild und das war wieder das Gleiche, wie wir schon die Tage vorher erlebt hatten. Obwohl es kein Schild gab und keine Koordinatorin in Sicht war, fanden wir uns unter den Hunderten von Leuten zusammen und erkannten uns und waren schon quasi versammelt, als dann endlich die Koordinatorin mit dem Schild ankam. Also ja, es war einfach göttlich. Und ja, dann fuhren wir zu dem Event, das direkt quasi unterhalb der Pyramide, also der großen Pyramide, stattfand. Da war ein großes Areal gemietet worden, eben von dem Hotel auch, das gegenüber lag. Und ja, und was wirklich großartig war und kaum zu fassen eigentlich, war, dass jeden Tag dieser 5 Tage zweimal der komplette Kairoer Stadtverkehr angehalten wurde, um unsere 45 Reisebusse vom Hotel Downtown in Kairo zu dem Event in Giza, zu den Pyramiden zu bringen. Und das eben angesichts der Tatsache, dass in Ägypten Spiritualität also wirklich untersagt ist und nicht erlaubt ist. Und wir quasi unter dem Label einer künstlerischen Veranstaltung liefen. Und die Menschen am Straßenrand uns aber echt wirklich zuwinkten und eine Herzlichkeit ausstrahlten und wirklich ja, einfach auch staunten. Und wirklich der Highway wurde für uns komplett leer gefegt, damit wir da durch konnten. Also wir konnten das jedes Mal wieder sehen, wie irgendwie auch dann in den Seiten an den Ausfahrten sich kilometerweit die Autos stauten, weil es halt auch wirklich gedauert hat, bis wir halt immer in den Bussen waren und bis wir endlich losfahren konnten und so weiter. Und wir wurden von der Polizei eskortiert hin und zurück und währenddessen. Und es war unfassbar, was da und für uns war es eben auch klar, wow, so trägt sich die Information eben auch weiter. Allein dadurch, dass wir mitten durch Kairo mit unserem Bewusstsein fahren und es sich dadurch schon verteilt, dass Leute da warten und einfach offen sind für das, was da an ihnen vorbeizieht. Also es waren jedes Mal wieder echt richtig schöne Momente auch in diesem Tross zu sein und damit ging auch sehr viel Zeit während dieser Tage rum, also die Tausenden von Menschen von A nach B zu bringen und sie auch zu speisen. Ja, also auch damit ging ein großer Teil des Tages rum. Das heißt, wir fuhren gegen 8:30 von unserem Hotel los und waren ungefähr 12 Stunden später erst wieder im Hotel abends. Und die ganze Zeit unterdessen wurden wir entweder gefahren, gespeist, hatten Aktivitäten, hatten natürlich dann auch Matthias zugehört auf der Bühne und so weiter. Also wir verbrachten quasi den ganzen Tag draußen oder in Bussen. Und ja, am Tag 1 wurden wir von Regen und eine ziemliche Frische begrüßt. Und als dann Matthias um 16 Uhr halt auch dann auf die Bühne trat,
sagte er auch gleich, ja, Leute, wenn irgendwer von euch noch überrascht war, ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch angekündigt. Auch wenn es ungefähr an 10 Tagen im Jahr in Ägypten regnet. Es regnet immer, wenn Matthias dort eine öffentliche Ansprache hält, weil das das Zeichen der Elemente ist, mit dem sie uns segnen und das segnen, was wir tun und was Matthias tut. Und ja, er meinte, lasst euch durchweichen, es wird gleich aufhören und dann wird es die nächsten Tage auch wirklich immer trocken und heiß sein. Und so war es. Und ich hatte an diesem ersten Tag, wo wir wirklich von den Elementen begrüßt wurden, auch tatsächlich eine Erfahrung, wo ich genau davon Zeuge wurde. Und zwar gab es einen Moment, ich stand ziemlich in der Mitte von diesem Areal, von dieser Manege, wie immer man das bezeichnen mag. Ich stand da, es war vielleicht gegen 2 oder 3 am Tag. Es regnete, ich sah also den Nieselregen, ich sah einen Baum, der sich vor mir im Winde beugte, also wirklich, wirklich so sich von überbeugte. Hinter diesem Baum sah ich hinter diesen grauen Wolken diesen Lichtschein von der Sonne, die sich durch diese Wolken eben zeigte. Und ich sah die Luft mit Milliarden von Lichtpünktchen flimmern und ich hatte das Gefühl, die Erde unter mir vibriert. Und in dem Moment begriff ich, oh mein Gott, alle 5 Elemente zusammen haben mich gerade begrüßt. Und nicht nur mich, sondern alle. Die Luft und den Wind im Baum, der Äther mit den Lichtpünktchen, das Feuer hinter den Wolken, die Sonne, die Erde, die vibrierte und das Wasser, das von oben auf mich niederregnete. Also mich überläuft es jetzt gerade wieder, wenn ich diesen Moment wieder hochhole. Und ja, ich wollte diesen Moment sehr gerne mit euch teilen. Danke. Und wir arbeiteten also an diesem Tag zunächst mit dem Segen der Elemente und ließen uns vom Regen durchweichen und stimmten uns dann mit einem Summen auf uns als Teile einer Einheit ein. Wir vibrierten wie Matthias es nennt, Ham, Het, Hum, also Ham, das Einatmen, Het, das Innehalten und Kontemplieren und Hum, das Ausatmen, der Ausdruck des einen. Und wir ehrten den Augenblick, nach 12.000 Jahren dem Ruf gefolgt zu sein, in anderen Körpern, aber im gleichen Bewusstsein, wieder hier am Ort vereint zu sein und unser Versprechen zu erfüllen. Und ja, das war ein sehr bewegender Start. Und am Tag 2, den 20.02.22, begann dann die eigentliche Aktivierung. Und zwar zunächst die Aktivierung im Zeichen des Elementes Luft oder auch der geometrischen Form des Ikosaeders. Und damit startete auch die Arbeit der Gruppe Äther und unsere Arbeit, auf die wir uns 40 Tage lang eben mittels unserer Knotenpunkte und dessen, was uns unsere inneren Prozesse gezeigt hatten, vorbereitet hatten. Und wir
weben diese Informationen über uns und unsere Knotenpunkte halt in diesem Augenblick in die Erde ein mit unseren Fingern und unseren Zehen, die symbolisch für die 20 dreieckigen Flächen des Ikosaeders stehen. Wenn ich das sage, dann meine ich die atlantische Form des Ikosaeders und nicht die in neuerer Zeit verwendete platonische Form eines Ikosaeders. Das ist, die wird etwas anders dargestellt. Aber das nur so als nebenbei, interessiert wahrscheinlich wenige von euch. Aber eben diese 20 Flächen sind dargestellt durch unsere 10 Finger und 10 Zehen, und die Mitglieder der Gruppe Luft lief währenddessen, während wir sozusagen die Informationen in die Erde hinein webten mit Fingern und Zehen, liefen die Mitglieder der Gruppe Luft um uns herum und verteilten diese Informationen, die wir in Richtung Erdkern abgegeben haben, in die Luft. Und die Mitglieder der Online-Gruppe Äther hatten gleichzeitig die Aufgabe, diese Informationen durch Sufi-artiges Drehen an den Äther weiterzuleiten. Und das Ganze geschieht immer mittels Sound. Wir geben uns also unsere Schwingung an den Raum hin und an diesen heiligen Ort durch Sound. Und an dieser Stelle sei ganz klar gesagt, auch wenn ihr die Aufzeichnung gesehen habt, die bei der Fondation Asayan auf dem YouTube-Kanal zu sehen sind, auch wenn es immer wie ein Konzert ausgesehen hat, es war keins. Es war niemals ein Konzert. Nichts davon, was wie Musik aussah und wie Melodie und wie Singen, war ein Konzert. Wir haben es so genannt, weil, die Ägypter eben ja auch in den Glauben gelassen werden sollten, dass es ein künstlerisches Event ist. Aber wir haben gearbeitet, und man sieht auch bei Matthias, wenn man ihn halt auf der Bühne sieht, er hat in der einen Hand das Mikrofon und mit der anderen Hand arbeitet er. Und also daran ist es immer zu erkennen, Gesang, Sound ist das Wort Gottes, und durch Sound, Sound ist Schwingung, Sound ist Frequenz, und durch Sound verbreiten sich Informationen. Und durch Sound erweitert sich das Bewusstsein, durch Ton. Und das ist es, was wir in diesem Tag taten. Und gerade weil ich auch von der Aufgabe der Gruppe Äther, die online halt über die Welt verteilt an diesem Event mit teilnahm, gesprochen habe, möchte ich auch gerne teilen, was eine Freundin mit mir teilte, die eben in dieser Gruppe Äther war. Sie meinte, ich habe auch vorher versucht, das mit dem Drehen so zu machen, wie Matthias es beschrieben hat, und mir wurde immer komplett schwindelig dabei, wenn ich das vorher versucht habe. Und als ich dann bei dem Event, bei dem sogenannten Konzert, jeden Tag wieder, vom 20. bis zum 22. War ja diese Aufgabe für Äther. Und als ich mich da gedreht habe, ging das von ganz allein. Ich habe losgelassen und ich drehte und drehte und drehte und drehte und drehte und drehte und drehte mich, ohne dass mir überhaupt auch nur ansatzweise schwindlig geworden wäre. Weil ich mich habe drehen lassen und weil ich es nicht mehr selbst versucht habe. Und weil ich einfach den Äther habe tun lassen, was er ohnehin tut. Und das fand ich so unglaublich, dass ich es auch hier gerne mit euch teilen möchte. Ja, und zum Schluss jubelten wir an diesem 20.02. der ersten von 5 Gruppen von jeweils 99 Leuten zu, die heute, also an diesem 20.02., als erste von jeweils 5 Gruppen innerhalb immer von 2 Stunden zwischen 9 Uhr abends und 7 Uhr morgens die Pyramide betreten würden, also die Königskammer der Pyramide, um zusammen mit Matthias als eben die 100. Person
jetzt das Portal des Netzwerkes, das damals die Atlanter von Ägypten, von dieser Pyramide aus angefangen hatten zu gestalten und zu weben, wieder zu öffnen. Und es war ein ganz bewegender Moment, weil wir in dem Augenblick, in dem wir diesen Menschen zujubelten, die schon am Eingang eben standen, damit sie eben als Erste raus konnten, um rechtzeitig in der Pyramide zu sein. Es war so ein Augenblick, in dem wir uns, also ich kann nur von mir sprechen, aber in dem ich mich vollkommen eins mit diesen Menschen gefühlt habe, die dann in die Pyramide gehen würden. Da war kein Wow, ihr geht jetzt da rein und ich noch nicht oder was auch immer. Es war ein Oh mein Gott, wir tun's gemeinsam. Wir sind alle in der Pyramide heute. Und wow, ja, wirklich, Gott ist mit euch, Gott ist mit uns und das Bewusstsein ist mit uns und yes, do it. Und auch, dass wir einfach an alle denken, die halt dann alle 2 Stunden in diese Pyramide gehen, halt auch aus ihren Hotelbetten mitten in der Nacht aufstehen würden, wieder mit ihren Bussen dorthin fahren würden, in die Pyramide aufsteigen, wieder zurückfahren würden, die nächsten kommen und so weiter. Und in all dem, in den ganzen 10 Stunden für die nächsten 3 Tage, war Matthias die ganze Zeit wach in dieser Pyramide und hat eine Gruppe nach der anderen hat mit einer Gruppe nach der anderen gearbeitet, als Kanal, als Channel für die Informationen, die jeweils durchkamen. Und ja, also das ist einfach auch krass, was Matthias da leistete. Und tagsüber stand er dann schon wieder auf der Bühne. Also wir konnten uns wirklich nicht, also wir haben uns auch nicht beschwert über Schlafmangel oder irgendetwas, weil das einfach überhaupt nicht, weil es einfach kein Verhältnis war zu dem, was Matthias da die ganze Zeit leistete. Und ja, bevor ich den Tag 3 mit euch teile, kann ich auch mal sagen, wir haben zwischendrin eben immer als Gruppe miteinander gearbeitet, um einfach auch uns als Gruppe besser zusammenzuwachsen, damit wir eben auch als wirklich eins arbeiten konnten und wirklich als eine Zelle funktionierten. Das war ganz wichtig, darauf wurde sehr viel Wert gelegt auch. Und da wirklich zusammenzuwachsen und eben auch mit den beiden anderen Gruppen zusammenzuwachsen, unsere Buchstabengruppe, weil wir so aufgeteilt waren. Wir hatten also quasi, unsere Gruppe war der physische Aspekt der Knotenpunkte und dann gab es natürlich noch eine Gruppe, die den seelischen Aspekt unserer Knotenpunkte jeweils darstellte und noch eine Gruppe, die den spirituellen Aspekt der Knotenpunkte darstellt. Und das heißt, ich war auch schon ganz gespannt darauf, den jeweils emotionalen, sprich seelischen und den spirituellen Aspekt meines Knotenpunktes des Rossmeeres kennenzulernen. Und das war bereits am 2. Tag dann der Fall. Wir trafen uns und hatten auch eine Aufgabe quasi, das Rossmeer wirklich auszudrücken, wirklich einen Ausdruck des Rossmeers zu finden und den dann mit allen 99 oder 97 dann in dem Fall zu teilen. Und das war sehr, sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Und am nächsten Tag hatten wir wieder eine Aufgabe zusammen in den Gruppen und wir stehen dann noch so irgendwie zusammen. Ich bin quasi ganz natürlicherweise irgendwie zu dem emotionalen Aspekt meines Knotenpunktes hingegangen, weil ich mich da irgendwie total verbunden gefühlt habe. Und dieses Mädel stand mit ihrer Schwester da. Es war ganz, ganz unverkennbar, dass das ihre Schwester war. Und das ist wirklich etwas völlig Unglaubliches. Dann kam meine
Freundin, mit der ich in derselben Gruppe war, was schon eigentlich ein unfassbarer Zufall war, weil schon vorher gesagt wurde, Leute, ihr werdet nicht mit euren Freunden zusammen sein und so weiter. Stellt euch darauf ein, hier geht es nicht um irgendwelche persönlichen Dinge. Wir haben hier einen Task, eine Aufgabe zu erfüllen und auch wenn ihr zusammen mit euren Freunden bucht, wir verlosen eure Knotenpunkte und ihr werdet nicht nach Freundschaft aufgeteilt oder nach Verwandtschaft oder sonst etwas. Das heißt, dass wir in derselben Gruppe waren, war für uns schon, weil wir dachten so krass, das ist ja wirklich interessant. Ja. Also das heißt, diese Freundin kommt auf uns zu und spricht mit der Schwester meines emotionalen Aspektes, meines Knotenpunktes und sagt, oh, also wie seid ihr denn miteinander verwandt? Seid ihr Schwestern? Und ich dachte noch so, warum spricht sie jetzt mit der Schwester von meinem Knotenpunkt? Und es stellte sich raus, dass diese Schwester der emotionale Knotenpunkt von dem Knotenpunkt meiner Freundin war, also der emotionale Aspekt dieses Knotenpunktes. Also meine Freundin war der Knotenpunkt der Osterinseln, der direkt mit meinem Knotenpunkt des Rossmeers verbunden war. Und es stellte sich raus, dass tatsächlich, also, wenn ihr das mal seht, ja, das hier ist mal dargestellt, das Rossmeer, ja, also mein Knotenpunkt, und das ist der Knotenpunkt meiner Freundin, die Osterinseln, Rapa Nui. Und es stellte sich raus, dass tatsächlich, also wenn das ich bin und das ist meine Freundin, hier die physischen Aspekte dieses jeweiligen Knotenpunktes, ja, dass der emotionale Aspekt meines Knotenpunktes des Rossmeers die Schwester des emotionalen Aspektes des Knotenpunktes der Osterinseln war. Und dann kommt es jetzt noch besser. 10 Minuten später höchstens kommt meine Freundin wieder an. Ich stehe zwischenzeitlich jetzt auch mit dem spirituellen Aspekt meines Knotenpunktes zusammen. Also wir drei stehen zusammen. Und die Schwester von ihr ist eben auch dabei. Und dann sagt meine Freundin, kommt mit jemand anders an und sagt, stellt euch mal vor, ich habe gerade unserem spirituellen Aspekt dieses Knotenpunktes die Geschichte erzählt von der Schwester, die jetzt mit deinem Knotenpunkt des Rossmeers verbunden ist. Und dann sagt die, wie? Also meine Zimmergenossin ist vom Rossmeer. Und es hat sich wirklich herausgestellt, dass der spirituelle Aspekt meines Knotenpunktes des Rossmeers die Zimmergenossin im Hotel des spirituellen Aspektes des Knotenpunktes der Osterinseln meiner Freundin war. Und dann sagt jetzt nochmal irgendeiner von euch was über Zufälle. Wir wurden alle ausgelost. Es wurde alles zugelost. Und also dieses Ding, ich habe Tage gebraucht, um das zu verdauen. Und solche Dinge geschahen an den Tagen zu tausendfachen. Also unser Teilen war zum Teil wirklich unfassbar, weil jedem solche Dinge passiert sind. Ja? Solche Synchronizitäten, solches Unerklärliches, wo du nur denkst so, wow, einfach nur wow. Ja, es ist einfach klar gewesen, diese Verbindungen haben schon ewig bestanden und logischerweise, wir sind alle eins, wir sind alle miteinander verbunden und wir sehen halt immer wieder, wie wirklich, wir haben in dem Moment einfach schon das Netzwerk wiedererkannt. Ja, wir kamen gar nicht umhin, das Netzwerk komplett anzuerkennen, aus dem wir bestehen und dass wir selber sind und dass wir selber darstellen, und das war einfach nur unfassbar.
Und ja, am dritten Tag fand dann die Aktivierung des Elementes des Wassers statt und Matthias erinnerte daran, dass wir nie die Realität sehen, sondern nur Reflexionen von Protonen, die durch das Licht der Sonne, die Reflexion des Mondes und der Sterne auf Moleküle treffen und ihre Frequenz ändern, wenn sie unsere Augen treffen, sodass wir Form wahrnehmen, wo eigentlich keine Form ist. Und alles hier kann also nur aufgrund von Schwingung, Frequenz und Photonen als Form wahrgenommen werden. Und diese Informationen, wenn die auf unsere Augen treffen, bleiben sie halt im Blut. Ja, Blut besteht aus Wasser und Wasser ist, und das habe ich auch bei meinem Knotenpunkt sehr stark erfahren können, Wasser ist ein Informationsträger durch die Zeit hindurch, also unabhängig von Zeit. Das heißt, Informationen, die vor Tausenden von Jahren im Wasser gespeichert wurden, sind dort immer noch da und können dort immer noch abgerufen werden. Und aufgrund dessen lief an diesem Tag nun die Gruppe Wasser durch uns als Gruppe Feuer hindurch, während wir eben uns in der Form unserer Knotenpunkte um den Erdkern, der von unserem Koordinator dargestellt wurde, herum aufgestellt hatten. Und die Informationen, die von der Wassergruppe, das waren 144 Leute, die von dieser Wassergruppe in den Tagen, ich glaube 8 Tagen vorher auf einer Nilfahrt durch die Tempel aufgenommen wurde, und in diesen Tempeln fanden wirklich unfassbare Channelings statt, also mit Informationen, die von dieser Wassergruppe wirklich sehr, sehr, sehr stark aufgenommen wurden. Und diese Informationen verteilte das Wasser nun auch wieder durch den Sound, den wir alle miteinander machten, eben an uns. Und es geschieht natürlich alles unbewusst, da wird nicht gesprochen. Ja? Nur damit ihr irgendwie, also naja, zu verstehen ist es nicht wirklich, aber damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, was eigentlich wirklich bei den Aktivierungen stattgefunden hat, sodass diese Gruppe Wasser sich nun quasi mit uns auch insofern vermischte. Und diese Gruppe Wasser war auch schon Teil der Feuergruppen. Also sobald dann alle zusammengekommen waren, am ersten Tag hatte sich die Wassergruppe unter den Gruppen des Feuers verteilt, um eben diese Informationen in das Feuer hinein zu verteilen, weil Feuer und Wasser, ja, wenn du Feuer und das Wasser hältst, was passiert? Es kondensiert, es gibt Informationen ab. Ja, und genau das sollte eben in der Pyramide auch passieren. Deswegen waren quasi die Wasserleute, die vorher auf dem Nil die Informationen eingesammelt hatten, durch die ganzen Tempel hindurch, in den Feuergruppen verteilt. Und bei dieser Aktivierung haben sie nochmal ganz konkret die Informationen überall im Feld und um die Feuergruppen herum und durch die Feuergruppen hindurch verteilt. Und das war spürbar. Also gerade bei dieser Wasseraktivierung haben wir alle irgendwie das Gefühl gehabt, also die, mit denen ich gesprochen hatte, haben alle gesagt, boah, also jetzt ist gerade nochmal richtig was bei mir passiert. Irgendwas ist bei mir nochmal voll aufgegangen und durchgegangen, und ich habe das Gefühl, boah, jetzt sind wir auch wirklich eine Zelle geworden. Jetzt sind wir wirklich zusammengewachsen, und das waren auch wieder sehr, sehr bewegende Momente an diesem Abend, und wir haben uns sehr weit für all die Informationen geöffnet. Und auch nach dieser Aktivierung verabschieden wir wieder die erste der nächsten 5 Gruppen, die heute in die Pyramide gehen würden und mit Matthias dort Informationen ab- und downloaden würden. Und Matthias erinnerte vor dieser Aktivierung auch wieder daran, dass zwischen 2024 und 2026 sich ein Solarsturm ereignen würde. Das passiert immer mal, und das würde jetzt wohl zwischen 2024 und 2026 wieder stattfinden. Und wir dadurch immer auch eine erhöhte Menge von Schwingung, Frequenz und eben Photonen
also ja, wird einfach, sage ich jetzt mal, über uns ausgeschüttet, sodass wir wirklich mehr sehen können. Nicht nur mit dem Auge, sondern vor allem auch mit dem dritten Auge, mit der Zirbeldrüse, die darauf vorbereitet sein muss. Das heißt, unsere Aufgabe ist es auch, wirklich unsere Zirbeldrüse, unser drittes Auge, dafür bereit zu machen, für diesen Informationsansturm, der durch diesen Solarsturm ausgelöst werden wird. Und damit wir diese Informationen, damit die wirklich nicht nur, damit die nicht an uns vorbeigehen, sondern dass sie wirklich ein Empfangsbecken haben durch uns, in dem sie eben in dem sie bleiben können, in dem sie verweilen können, damit sie hier genutzt werden können. Und eben das Bewusstsein denen hingegen zu erweitern. Und das heißt, wenn ihr nur jeden Tag, 20 Minuten in die Sonne geht, wird die Zirbeldrüse schon angeregt. Wenn ihr jeden Tag ganz bewusst atmet, ein- und ausatmet und viel singt, dadurch wird die Zirbeldrüse allein schon gut aktiviert. Und wenn ihr dann vielleicht noch den Fokus darauf habt, auf euer drittes Auge, wie immer ihr es nennen möchtet, dann ist schon sehr, sehr, sehr viel getan, um bereit zu sein für eine Bewusstseinserweiterung. Ja, denn worauf wir uns dabei vorbereiten, ist das Licht zu empfangen, das in höherer Frequenz auch uns treffen wird. Und das kann sozusagen nur quasi dort verweilen, wenn wir auch in der Frequenz schwingen, in der dieses Licht schwingt. Ja, das heißt, lasst uns darauf vorbereiten und uns auf ein höheres Level einschwingen. Und auch das Teilen, so wie ich es nebenher mache, zählt dazu. Auch das verändert Schwingung und erweitert Bewusstsein. Und apropos Singen, ich glaube sogar, es war genau noch an diesem Tag, vor dieser Aktivierung hatte ich noch ein richtig schönes Erlebnis. Und zwar hatte ich die ganze Zeit schon, während wir so unsere eigenen Gruppenaktivierungen machten und Leuten zuhörten, hatte ich die ganze Zeit diesen Satz in mir: Du musst singen, du musst singen, du musst singen. Und ich dachte mir so, ja, ich habe das wiedererkannt, weil das schon seit einigen, eigentlich fast seit mindestens einem Jahr schon so in mir ist, mehr meine Stimme zu bilden und mehr zu singen. Und ich dachte, ja, also wenn ich zurückkomme, werde ich das machen. Ja, ich habe dann so gedacht, ja, okay, aber es ließ nicht nach, es war wirklich ganz stark, du musst singen. Und es war ein Tag der freien Aktivitäten und ich hatte aber an diesem Tag, also ich hatte schon geguckt, also viele Leute boten einfach ganz, ganz unterschiedliche Aktivitäten an, Meditationen oder Aufstellungen oder was auch immer, und nichts davon war irgendwie für mich so richtig interessant gewesen. Und ich traf noch eine Freundin, während wir uns alle schon so aufteilten und zu den verschiedenen Aktivitäten gehen sollten. Und ich traf eine Freundin und sagte ihr noch so, boah, ich habe irgendwie die ganze Zeit, höre ich dieses, du musst singen, du musst singen. Und sie meinte noch so sinngemäß, naja, dann wirst du wohl singen. Und ich dachte, ja, dann werde ich wohl singen. Und ich ging noch mal an die Tafel, an der ich aber schon angeguckt hatte, wo die ganzen Aktivitäten standen, wo ich alle irgendwie also keine wirkliche Resonanz gefunden hatte, und hatte schon gedacht, ach, dann gehe ich einfach so auf die Wiese und relaxe und schaue vielleicht mal vorbei, was die anderen so machen. Und plötzlich sehe ich auf dieser Tafel etwas, was ich vorher da nicht gesehen hatte. Und da stand, wir singen, um die Welt zu vereinen oder irgendetwas so in der Richtung. Und ich dachte so, nein, singen? Und ich brauchte etwas, bis ich diese Stelle gefunden hatte, an der diese Menschen sich getroffen hatten. Das waren gar nicht viele, es waren vielleicht so 5, 6 Leute mit einer wunderschönen Frau in der Mitte, die eine Ukulele spielte, und ich war sowas von glücklich und ich setzte mich nieder und ich dachte noch, oh mein Gott, mit wem bin ich denn hier? Neben mir saß jemand mit einer unfassbaren Stimme und mir gegenüber saß ein anderer junger Mann, wo ich die ganze Zeit dachte, ach, da bist du. Das ist also wie, dich kenne ich, aber sowas von. Und der neben mir aber auch.
Und ich hatte ein unfassbares Singerlebnis. Es war einfach nur bombastisch. Und am Ende, und diese Stimme von diesem Nachbarn, ich merkte richtig, wie wir uns gegenseitig trugen, also das waren so mantraartige Dinge, wo wir aber auch selber einfach Dinge mit reinnehmen konnten von uns. Und das hat sich so unglaublich ergänzt und aufgeschaukelt, und es war ein komplettes Erlebnis von vollkommener Einheit. Und Freiheit und wirklich als eins zu fungieren, es war einfach nur mega. Und am Ende dessen drehte sich dieser Mensch zu mir und ich merke erstmal, boah, also wie wunderschön der einfach auch war, und sagte mir, oh mein Gott, danke für deine Stimme, das war so wunderbar. Und ich dachte so, boah, danke für deine Stimme. Und ich unterhielt mich dann auch noch mit der Meisterin, die dann meint, wo ich dann sagte so, also ich habe das vorher gar nicht gesehen, dass da Singen stand, und sie meinte nur, das stoppte auch nicht. Das war ganz, ganz spontan und kurzfristig auf einen Ruf hin. Und ich dachte so, nein, mein Ruf, ich muss singen, wurde von ihr erhört und ich wurde dahin geführt. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie mächtig bin ich eigentlich. Das war wirklich so ein Moment unter vielen, wo ich immer wieder feststellte, wow, ich bin's die ganze Zeit. Da ist nicht irgendwas anderes, das mich ruft oder was auch immer. Ich bin's immer. Ich bin komplett eins mit meinem höheren Selbst, mit all dem anderen, was sich mir da zeigt. Ich bin das alles, und ich erfahre mich in all diesen Aspekten, in all diesen Dimensionen, in all diesen Ausdrücken. Und dann war dieser Mensch, der mir gegenüber gesessen hatte und von dem ich die ganze Zeit gedacht hatte, wow, dich kenne ich, der war dann weg, und ich dachte noch so, schade eigentlich. Den hätte ich noch mal gerne so pro forma gerne irgendwie begrüßt und umarmt. Und habe aber auch weiter nicht drüber nachgedacht. Und dann am Abend der Aktivierung saß ich auf einer Seitentreppe und schaute mir das an, was Matthias sozusagen hatte. Und plötzlich, unter den Tausenden von Menschen, die da waren, setzt sich jemand neben mich auf die Treppe zu einer anderen, die da auch noch saß. Und ich drehe mich um und der dreht sich in der gleichen Zeit um und wir checken, dass wir uns da beim Singen gesehen hatten, und wir fallen uns in die Arme und er meint nur das Gleiche wie ich. Dachte, there you are. Und es war klar, es war einfach genau das, was ich gedacht habe, da bist du ja endlich. Ja, einfach dieses Wiedererkennen, und mehr war es gar nicht. Er stand auf und ging wieder weg, und um mehr ging es nicht. Und am allerletzten Tag hatte ich jemanden nach unten auf die Wiese begleitet und habe dann festgestellt, dass als ich auf der Wiese stand, Moment mal, ich habe meinen Rucksack auf der Bühne quasi liegen lassen oder um die Bühne herum. Und dachte so, warum vergesse ich denn meinen Rucksack? Sag mal, bin ich denn völlig abgedreht? Ja, wieso vergesse ich denn meinen Rucksack? Jetzt muss ich da nochmal hoch. Ich war schon völlig verwundert, warum ich meinen Rucksack mit all den Sachen da gelassen hatte. Gehe da wieder hoch. Wer sitzt da ein paar Meter von meinem Rucksack entfernt? Ja, dieser Mensch. Und wir konnten einfach noch ein paar Worte wechseln, die wir halt da auf dieser Treppe nicht gewechselt hatten. Und haben einfach nochmal uns als das anerkannt, also als dieses Erinnern, dieses sich kennen, dieses Verbundensein, ich hatte das Gefühl, ich bin ihm damals jeden Tag begegnet, weil wir, oder was immer zu diesem Zeitpunkt war, ja, so, weil wir vielleicht irgendwie im gleichen Gebäude arbeiteten oder was auch immer. Es war so wie so, there you are. Richtig schön. Einfach nur wunderschön. Und ich dachte so, ja, es ist immer alles perfekt, selbst wenn du denkst, wo hattest du nur deine 7 Sinne, als du deinen Rucksack noch vergessen hast, und du weißt hinterher, dieser Rucksack, den hast du für einen bestimmten Zweck da gelassen, damit du nochmal auf diesen Menschen triffst. Also alles gut, alles immer gut. Die Wege des Herrn, der ich bin, sind voller Wunder und Mysterien.
Und das nochmal zu diesen Begegnungen, weil ich finde, genau das ist das, so zwischen den Zeilen, worum es eigentlich geht bei diesem Event, immer wieder zu bemerken, boah, wir sind dieses Netzwerk, wir sind das Bewusstsein, wir sind eine Zelle eigentlich, ja, wir sind aus einer Zelle entstanden sozusagen, wir sind unendlich viele Farben des Gleichen, unendlich viele Ausdrücke des Gleichen und uns wirklich als das zu erfahren, darum geht es eigentlich hier für mich bei diesen Teilen. Ja, und da möchte ich erstmal kurz enden, um dieses Video nicht zu lang werden zu lassen. Es wird ein zweiter Teil folgen, in dem ich natürlich die Ereignisse in der Pyramide teilen werde, die auf diese Aktivierung des Wassers hin dann in der Nacht des 22. Erfolgte und eben auch das ganze Event abschloss, beziehungsweise das Pyramiden-Event. Und ich werde noch einige andere sehr, ja, man kann schon fast sagen, spektakuläre Dinge enthüllen, die drumherum so passiert sind. Also bleibt dran. Und wenn ihr Lust habt, das sage ich jetzt einfach schon mal dazu, dann schaut doch gerne am 18. bis 20. März in meinem Online-Fokus-Wochenende mit rein oder am 21. März in den Livestream auf YouTube um 20 Uhr, in dem ja, wir die Macht, die wir sind, wirklich wieder einsammeln und fühlen. Und mehr dazu werde ich sicherlich auch im zweiten Teil nochmal am Ende teilen. Erst einmal wünsche ich euch gutes Verdauen dieser Informationen. Lasst es ein bisschen sacken, auch wenn ihr das Gefühl habt, ja, was immer ihr jetzt da aufgenommen habt. Es passiert zwischen den Zeilen, es passiert zwischen den Worten, es geht komplett am Intellekt vorbei. Macht euch da keine Gedanken. Das ist das, wie ich es erfahren habe. Es geht komplett am Intellekt vorbei und man kann es fühlen. Man kann fühlen, dass Informationen gelandet sind, auch wenn man sie nicht mit dem Verstand greifen kann. Und danke für euer Zuhören. Danke für dein Aufmachen und dein Verteilen dessen, was du jetzt hier auch immer aufgenommen haben magst für dich und empfangen haben magst. Danke dir und morgen werde ich den zweiten Teil dieser Informationen über das Event in Ägypten veröffentlichen. Dankeschön. Shukran. Und bis bald.